den Tiefen der Ozeane entsteht eine neue Macht. Ein U-Boot, das die Regeln des Seekriegs neu definiert. Das U-Boot Typ 212 CD. Deutschlands unsichtbare Waffe, die für eine Revolution unter Wasser sorgt. Seine Revolution beginnt mit Stealth-Technologie. Spezielle Stalldämmplatten machen es fast undetectable für Feindradar. Der luftunabhängige Brennstoffzellenantrieb ermöglicht wochenlange, stille Operationen, ohne die Oberfläche zu verlassen. Mit fortschrittlicher Sensorik und Waffensystemen erobert es die Tiefe und sichert die Seegebiete Europas. Das Typ 212 CD. Mehr als ein Schiff. Es ist die neue Herrschaft der Tiefsee und ein Eckpfeiler der NATO-Verteidigung. Zuerst einmal, was bedeutet 212 CD? Das CD steht für Common Design. Deutschland und Norwegen haben sich für dieses milliardenschwere Projekt zusammengetan. Das Ziel ist dies, ein U-Boot zu entwickeln, das nicht nur für die deutsche Marine, sondern auch für die norwegische Marine identisch ist. Das ist strategisch brillant, denn es spart Kosten bei Entwicklung. Bau und vor allem bei der späteren Warten und Ausbildung der Besatzungen. Man teilt sich die Expertise und die Ressourcen. Insgesamt sollen solches dieser hochmodernen Boot gebaut werden, wir für Norwegen und zwei für Deutschland. Die beste Hände Flot der 212-Klasse ergänzen. Aber was macht das 212 CD so revolutionär? Es ist eine Kombination aus Tarnung, Ausdauer und Sensorik. Fangen wir mit der Tarnkappe. Schon die Vorgängermittel waren extrem leise und schwer zu orten. Der Typ 212 CD geht aber noch einen Schritt weiter. Die Gesamtform der U-Boots wurde überarbeitet. Stellt Yuka ein Design vor, das nicht zylindrisch, sondern eher rautenförmig ist. Die Spezialform, auch Diamond Hull, genannt, reduziert die Radarsignatur und vor allem die akustische Signatur. Das bedeutet, feindliche Sonarsystem haben es noch schwerer, das U-Boot zu entdecken. Es wird quasi zum Geist der Meere. Ein weiteres Heuristik ist der Antrieb. Der Typ 212 CD nutzt einen Auenluftunabhängigen Antrieb, Kurs AIP. Konkret handelt es sich einen weiterentwickelt brennstoffzelligen Tonten. Im Gegensatz zu herkömmlichen dieselelektrischen U-Booten, die regelmäßig auftauchen müssen, ihre Batterien aufzuladen, ein Moment höchster Gefahr, kann das 212 CD wochenlang unter Wasser bleiben. Das macht es zu einer permanenten Bedrohung, die unentdeckt in einem Operationsgebiet lauern kann. Die neuen Lithium-Ionen-Batterien, die hier zum Einsatz kommen, verbessern die Ausdauer und die Leistungsfähigkeit noch einmal drastisch. Das Boot kann also nicht nur lange tauchen, sondern bei Bedarf auch schnell sprinten. Da Lies und Ausdauern zu sein, ist nur die Halbmiet. Ein U-Boot muss seinen Umspann wahrnehmen können, ohne selbst gesichert zu werden. Und hier kommt die Sensorik ins Spiel. Das 212 CD ist vollpackt mit der neuesten Generation von Sonarsystemen. Es hat nicht nur ein Bug-Sonar, sondern auch Flankerei-Sonare, die an den Seiten des Rumpfs entlanglaufen. Damit kann das Boot quasi 360 Grad rennen, Ziel aus enormer Entfernung identifizieren. Stellt Yuka das wie Ohren vor, die den gesamten Ozean das Boot herumabtasten. Zusätzlich wird eine neue Generation von Kampfsystemen integriert. Das System Idorke, entwickelt von KA Naval Systems, ist das Gehirn des U-Boots. Es sammelt alle Informationen von den Sensoren, analysiert sie in Echtzeit und gibt der Besatzung ein klares Leitbild. Damit können Entscheidungen blitzschnell getroffen werden. Das ist entscheidend, denn unter Wasser zählt jede Sekunde. Orca ermöglicht es auch die Bewaffnung optimal einzusetzen. Und die hat es in sich. Neben den Buren Schwergewicht stort wird das 212 CD auch in der Lage sein. Neue Waffensystem wie den Seezielflügler IDAs abzuführen. Damit kann es nicht nur Schiff, sondern auch Helikopter bekämpfen, die Jet auf U-Boot machen. Die Digitalisierung spielt eine riesige Rolle. Im Inneren der U-Boots gibt es keine Unmengen an analogen Anzeigen und Schaltern mehr. Stattdessen dominieren große Multifunctionsdisplays. Die Besatzung kann alle Systeme von hochmodernen Konsolen aussteuern. Das verbessert nicht nur die Ergonomie, sondern auch die Effizienz. Die Datenverarbeitung an Bord ist auf einem völlig neuen Level.
Das U-Boot ist im Grunde ein schwimmendes Rechenzentrum. Das in der Lage ist, riesige Datenmengen zu verarbeiten und sicher mit anderen Einheiten, Schiffen, Flugzeugen oder Kommandozentren an Land zu kommunizieren. Dies Fähigkeit zu vernetzen ist ein weiterer entscheidender Punkt. In der modernen Kriegsführung kämpft niemand mehr allein. Das 212CD ist als integraler Bestandteil eines größeren Netzwerks konzipiert. Es kann Aufklärungsdaten sammeln und unbemerkt in die Flotte weitergeben oder koordiniert mit anderen Einheiten eingreifen. Das macht es zu einem unschätzbaren wertvollen Werkzeug. Nicht nur für den Angriff, sondern auch für die Aufklärung und Überwachung strategisch wichtiger Meeresgebiet. Daher diese Technik hat ihren Preis. Das Projekt ist eines der teuersten Rüstungsvorhaben der letzten Jahre. Kritiker fragen sich, ob solche Investitionen in der heutigen Zeit noch gerechtfertigt sind. Die Befürworter halten dagegen. Die maritimen Handelswege sind die Lebensmittel unserer globalisierten Welt. Sie zu schätzen ist von existenzieller Bedeutung. U-Boot wie das 212CD sind eine Art Lebensversicherung für die freie Seefahrt und ein klares Signal der Abschreckung und potenziell Gegner. In einer Welt, in der die Spannungen auf den Weltmeeren zunehmen, gewinnt die Fähigkeit, ungesehen zu operieren, immer mehr an Bedeutung. Die wirft ThyssenKrupp Marine Systems in Kiel, wo die U-Boot gebaut werden, investiert massiv in neue Produktionsanlagen, dieses Mammoth-Projekt zu stemmen. Der Bau der ersten Boots hat bereits begonnen und es ist faszinierend zu sehen, wie aus tausenden Tonnen Stahl und unzähligen Kilometern Kabel ein solches technologisches Meisterwerk entsteht. Die Auslieferung der ersten Boot ist für die Frauen Ardingsenjahr geplant. Dann wird die unsichtbar Macht aus Deutschland und Norwegen bereit sein, unter den Wellen zu patrouillieren. Zusammenfassend lässt sich sagen, das U-Boot-Typ 212CD ist weit mehr als nur ein Weiterentwicklung. Es ist ein Quantensprung. Mit seiner einzigartigen Kombination aus Stealth-Design, revolutionärem Antrieb, hochmoderner Sensorik und digitaler Vernetzung setzt es weltweit neue Mask beim U-Boot-Bau. Es ist ein Symbol für deutsche Ingenieurskunst und europäische Zusammenarbeit. Einlies aber extrem Wirkungswillkraft, die Maritime Sicherheit in 21. Jahrhundert entscheidend mitprägen wird. In den Tiefen der Ozeane entsteht eine neue Macht. Ein U-Boot,